kann man das C1 Sprachniveau in weniger als 12 Monaten erreichen? Einige meiner Schüler haben es tatsächlich geschafft. Ja, von 0 auf C1. Und eine Schülerin hat mir sogar geschrieben, dass sie es in nur 6 Monaten geschafft hat. Das hat mich wirklich sehr beeindruckt, denn ich weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt. Ich weiß aber auch, niemand tut sich das freiwillig an. Dahinter steckt immer ein starkes Motiv. Bei dieser Schülerin war es zum Beispiel so, dass ihr Studium im Oktober in Deutschland beginnen sollte und sie dafür das C1-Niveau brauchte. Deshalb hat sie eben Vollgas gegeben. Ich möchte dir mit diesem Video daher auf gar keinen Fall Druck machen. Falls du aber in der Situation bist, dass du Zeitdruck beim Lernen hast und das C1-Niveau dringend erreichen musst oder vielleicht du dir selbst ein Sprachziel gesetzt hast, das du schnell erreichen möchtest, könnten dir die folgenden Tipps dabei helfen, diese schneller zu erreichen. Aber sei dir bewusst, ich mache dir wirklich nichts vor. Du musst die Ärmel hochkrempeln und viel Zeit investieren und natürlich konsequent daran arbeiten. Wenn du also dazu bereit bist, legen wir jetzt los. Um loszulegen, brauchst du natürlich Lernmaterial. Hier eine Liste von all dem, was dich beim Lernen begleiten wird. Erstens, etwas, was du dir nicht kaufen kannst, ein persönliches Ziel. Zweitens, Schreibmaterial. Drittens, eine gute Übungsgrammatik und ein Lehrbuch, wie zum Beispiel Grammatik aktiv. Bücher zu unterschiedlichen Themen, Audio- und Videomedien, Disziplin und Regelmäßigkeit, einen Online-Deutschkurs, KI-Tools, Konversationspartner und Sprachspiele, Kartenspiele oder Apps. Nun lass uns diese 10 Punkte einmal gemeinsam anschauen und durchgehen. Erstens, dein persönliches Lernziel. Das ist das Wichtigste. Setze dir ein Ziel. Mache dir klar, wofür du das C1-Niveau brauchst. Sag nicht einfach, ich will C1 erreichen. Du brauchst etwas, was dich täglich motiviert, deine Bücher aufzuschlagen und zu lernen. Ein Beispiel für ein Lernziel wäre, ich möchte mich endlich wie ein Muttersprachler ausdrücken. Oder ich brauche C1 für eine Beförderung, damit ich mehr Geld verdiene. Oder ich möchte in Deutschland studieren und brauche daher das C1-Niveau. Das Ziel ist für jeden individuell, aber es muss konkret sein und eine Deadline haben, also einen Zeitpunkt. In unserem Beispiel 6 Monate. Ich weiß, sehr ambitioniert. Zweitens, Schreibmaterialien. Auch wenn wir in einer technologisierten Welt leben. Beim Sprachenlernen musst du schreiben. Durchs Schreiben prägt sich alles viel, viel besser ein. Denn nur wenige Schüler verstehen komplexe Grammatik allein durchs Lesen. Die meisten müssen Tabellen zeichnen, Erklärungen ergänzen und Satzstrukturen farblich markieren. Meine Empfehlung, ein Grammatikheft oder ein Grammatikblock, ein Kugelschreiber und Marker in verschiedenen Farben sowie ein Block nur für Übungen, einen nur für Notizen für den Alltagswortschatz und ein Heft nur für Wortschatz aus Büchern und Medien. Am besten unterteilst du diese Hefte farblich, zum Beispiel ein blaues Heft oder einen blauen Block für die Grammatik, ein kleines schwarzes Notizbuch für unterwegs, für das Alltagsdeutsch, dann ein gelbes Buch für Übungen und so weiter und so fort. Der dritte Punkt waren Grammatikbücher und ich hatte eben schon als Empfehlung Grammatik aktiv gegeben, denn da findest du nicht einfach nur Grammatikerklärungen, sondern auch die passenden Übungen dazu. Denn auf dem Weg zum C1-Niveau kommst du an Grammatik leider nicht vorbei. Für die Prüfung musst du zum Beispiel das Futur 2 kennen, komplexe Satzstrukturen und den Nominalstil beherrschen.
Aber Grammatik lernen muss nicht langweilig sein. Besorge dir also, wie gesagt, eine Übungsgrammatik, mit der du nicht nur liest und lernst, sondern auch aktiv übst und dich selbst testest. Punkt 4. Medienvielfalt. Nutze täglich verschiedene Medien. Bücher und Texte aller Art. Hörbücher, Podcasts, Radio, Filme, Serien, Videos und so weiter. Jede Minute zählt. Und ich meine wirklich jede Minute. Trau dich auch an schwierige Texte, Psychologie, Finanzen oder Politik. Denn nur durch diese Vielfalt kannst du deinen Wortschatz und Ausdruck verbessern. Der 5. Punkt war Disziplin. Deine Disziplin ist entscheidend. Es reicht nicht nur ab und zu ein Buch aufzuschlagen. Du musst täglich dranbleiben, auch wenn du nicht am Schreibtisch sitzt. Und wenn ich von Disziplin rede, rede ich auch im gleichen Atemzug auch von Kontinuität. Das bedeutet nicht einfach nur eine Woche zu lernen und dann die Bücher zur Seite zu legen, sondern wirklich sich einen Plan zu gestalten, bei dem jeden Tag etwas gemacht wird. Disziplin und Kontinuität sind nämlich der Schlüssel. Bei Punkt 6 hatte ich Online-Deutschkurse erwähnt. Diese geben einem eine wunderbare Struktur und helfen einem bei der Disziplin. Denn das Curriculum ist vorgegeben und du musst dich einfach nur danach richten. Also daher sind Online-Kurse ideal, wenn du etwas brauchst, was dir einen Weg vorgibt beim Sprachenlernen. Zum Beispiel durch ein Curriculum. Das nimmt dir Arbeit ab. Du musst dir also nicht selbst überlegen, was du wann lernst. Falls du übrigens Interesse hast, auf meiner Webseite findest du ein komplettes Kurspaket von A1 bis C1 inklusive Aussprachekurs. So bleibst du flexibel, hast aber trotzdem Struktur. Punkt 7 ist die Nutzung von KI-Tools. KI-Tools können deine Lerngeschwindigkeit extrem erhöhen, wenn du es richtig machst. Beispiel, du liest einen Satz, gib ihn bei ChatGPT ein, lass dir eine Übersetzung geben und dir weitere Beispielsätze formulieren. Oder du schreibst einen Text, kopiere ihn ins KI-Tool und lasse ihn dir korrigieren. Lasse dir auch Erklärungen dazu geben, warum du etwas falsch geschrieben hast. So lernst du schneller und verstehst deine Fehler besser. Am besten gibst du dazu den Prompt ein, stell dir vor, du wärst ein Deutschlehrer für Deutsch als Fremd- und Deutsch als Zweitsprache. Wie würdest du mir meine Fehler verständlich erklären? Und dann wird dir die KI wahrscheinlich eine Liste an Erklärungen ausspucken. Punkt 8 ist auch sehr, sehr wichtig. Konversation. Nichts beschleunigt den Lernprozess mehr als echte Gespräche. Wenn du Freunde, Partner oder Bekannte hast, die Deutsch sprechen, nutze das. Aber wichtig, sprich wirklich Deutsch und lass dich unbedingt korrigieren und weiche nicht auf deine Muttersprache oder Englisch aus. Den nächsten Punkt findest du wahrscheinlich etwas ungewöhnlich. Sprachlernspiele und Apps. Das ist aber ein kleiner Geheimtipp von mir. Denn Spiele machen Spaß und du lernst situativ und merkst dir Wörter besser. Man lernt dabei nicht nur Spielregeln, sondern auch Redewendungen und echte Konversationen. Außerdem machen Spiele Spaß. Und wenn man Spaß und Sprachenlernen miteinander kombiniert, dann ist das ein unschlagbares Rezept für Erfolg. Du kannst dir unterschiedliche Apps herunterladen oder zum Beispiel ein Kartenspiel spielen. Ich habe selbst ein Kartenspiel entworfen, das sich Sprichwort Spaß nennt und es ist geeignet für Deutschlernende sowie auch Muttersprachler. Wenn du dir also dieses Spiel kaufst und gerne mit Muttersprachlern spielen möchtest, kannst du das gerne tun. Es ist für beide Seiten sehr lehrreich und informativ. Den Link zu meinem Spiel sowie zu meinen Kursen findest du unten in der Infobox. Und zum Schluss dein Lernplan. Wenn du alle Materialien hast, brauchst du einen Plan. Ein Beispiellehrplan könnte so aussehen. Aktive Lernzeit 5 Stunden täglich. Passive Lernzeit 3 bis 4 Stunden täglich. Und hier die Aufteilung. Montag von 9 bis 10 Uhr Grammatik. Zum Beispiel durch Bücher, Videos und mit Hilfe von ChatGPT. Von 10 bis 11 Uhr Wortschatz.
Zum Beispiel mit Hilfe von Lehrbüchern, Romanen oder Zeitungsartikeln. 11 bis 12 Uhr Textproduktion, Zusammenfassungen schreiben, E-Mails schreiben, Essays schreiben. Von 12 bis 13 Uhr darfst du dir dann eine Pause gönnen. Und dann von 13 bis 14 Uhr geht es mit Hörverstehen weiter. Zum Beispiel Podcasts hören und Notizen dazu schreiben oder auch die Audios aus meinen Sprachkursen. Dort findest du auch noch Arbeitsblätter dazu, die du bearbeiten kannst und mit denen du deinen Wortschatz erweitern kannst. 14 bis 15 Uhr neuen Wortschatz verschriftlichen. Und dann fängt die passive Phase an. Zum Beispiel von 15 bis 16 Uhr deutsche Musik hören, von 16 bis 17 Uhr Gespräche mit Freunden und Freundinnen und von 18 bis 19 Uhr ein Buch lesen oder ein Video schauen. Hier darfst du frei entscheiden, was du lieber machen möchtest. Optional kannst du natürlich auch einen deutschen Film schauen. So kannst du deine gesamte Woche planen. Ja, das wirkt viel, aber die passive Phase fühlt sich eben oft auch nicht an wie Lernen. Und dann kommen wir zum letzten Punkt, dein Lernumfeld schaffen. Und das bedeutet ein Umfeld ohne Ausreden. Denn Ausreden hindern dich an deinem Erfolg. Daher hänge dir den Lernplan, den du dir erstellt hast, irgendwo sichtbar auf. Deine Bücher gehören auf den Schreibtisch, nicht in den Schrank. Vermeide unbedingt Wege in die Bibliothek oder an irgendeinen anderen Ort, wo du eigentlich lernen willst. Denn schon der Gedanke, es regnet oder ich bleib daheim, kann dich ausbremsen. Daher ist es am besten, wenn möglich, dass du zu Hause lernst. Also quasi von deinem Bett zum Schreibtisch fällst. Hänge dir als nächstes überall Post-its mit Wörtern in der Wohnung auf. Zum Beispiel an den Kühlschrank hängst du das Wort der Kühlschrank. Hier sind Lebensmittel etc. pp. So trainierst du dein Unterbewusstsein und kommst erst gar nicht aus dem Lernmodus raus. Du bleibst fokussiert und lernst so bewusster und effektiver. Was als nächstes wichtig ist, Produktion statt nur Konsum. Wenn du viele neue Infos gesammelt hast, also Input, musst du sie auch anwenden, also in die Output-Phase kommen. Und das ist mindestens 1 Stunde pro Tag. Das heißt, du liest eine Zeitung, schreib eine Zusammenfassung darüber. Oder du hörst einen Podcast, mache Notizen zu deiner eigenen Meinung und tu so, als wärst du zu Gast im Podcast. Klicke auf Pause und beantworte die Fragen des Gastgebers im Podcast. Einfach nur verbal. Oder du hast viel am Schreibtisch gelernt, dann triff dich jetzt mit einem Freund oder einer Freundin zum Kaffee und sprich Deutsch mit ihnen. Das ist sicherlich die angenehmste Methode des Outputs. Meine Abschlussworte für dich. Dein Erfolg hängt auch davon ab, wie viel Zeit du ins Lernen investieren kannst und wie fokussiert und diszipliniert du bist. Natürlich hängt es auch von deinem Ausgangssprachniveau ab. Wenn du schon auf dem B2-Niveau bist, kommst du logischerweise schneller auf das C1-Niveau, als wenn du Sprachanfänger bist. Aber mit dieser Methode plus Disziplin kommst du schneller an dein Sprachziel. Und wenn du selbstständig lernst, bist du flexibler und kannst deine Lernphasen selbst einteilen. Ich mache dir nichts vor, diese Zeit wird dir einiges abverlangen. Aber dann hast du es auch geschafft und kannst dein Leben genießen. Mit dem schönen Nebeneffekt, dass der Spracherwerb dich mental nicht mehr so belastet. Denn wenn du einmal das C1-Niveau hast, spielt das passive und damit einfachere Lernen eine viel, viel wichtigere Rolle. Und das kannst du dann ohne Lernplan viel entspannter angehen. Und hast du schon das C1-Niveau erreicht? Wenn ja, wie lange hast du gebraucht und was ist dein wertvollster Tipp, den du deinen Leidensgenossen mitgeben kannst? Schreibe ihn in die Kommentare. Folge mir auch gerne, like dieses Video und aktiviere auch die Benachrichtigungen für mehr Tipps zur deutschen Sprache. Ich freue mich, bis zum nächsten Mal.